Dirk Wiese ist uns nun zugeschaltet von der SPD, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Bundestag. Herr Wiese, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wiese. Guten Morgen, ich grüße Sie. Ja, das war ja schon ein ziemlicher Paukenschlag, dieser überraschende Rückzug gestern von Kevin Kühnert. Nun haben Sie die Nachfolge aber sehr schnell auch auf den Weg gebracht. Bringt denn Matthias Mirsch auch alles mit, um die SPD aus der Krise wieder zu bringen nach den letzten Wahlschlappen? Ein eindeutiges Ja. Ich glaube, Matthias Mirsch, und ich kenne ihn aus einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit über die vergangenen Jahre, auch im engsten Fraktionsvorstand der SPD-Bundestagsfraktion, er wird diese Aufgabe gut meistern. Aber lassen Sie mich schon sagen heute Morgen, ich glaube auch die Entscheidung von Kevin Kühnert in einer nicht einfachen Situation, die verdient auch Respekt. Und ich glaube, viele werden auch in den kommenden Wochen und Monaten merken, wie sehr Kevin Kühnert der Politik auch fehlen wird. Und es zeigt einmal mehr, auch in einem anstrengenden Politikbetrieb, Gesundheit ist das Wichtigste. Und da muss man auch ab und zu einfach auch mal innehalten. Und ich musste gestern selbst einfach mal auch innehalten nach der Entscheidung, die auch für mich überraschend kam. Aber sie verdient auch Respekt, dass man sie so trifft. Das auf jeden Fall, dass Kevin Kühnert sich aus gesundheitlichen Gründen entschieden hat, vorerst aus der Politik auszuscheiden. Aber Herr Wiese, auf der anderen Seite, die SPD steckt in der Krise. Die Umfragewerte sind schlecht. Die Kanzlerpartei hat nicht das Ansehen mehr, was sie noch 2021 bei der Bundestagswahl hatte. Dieser Rücktritt von Kevin Kühnert wird damit ja auch kein gutes Licht auf die Parteiführung. Müssen nicht die beiden Co-Vorsitzenden jetzt auch überlegen, wie es tatsächlich weitergeht mit ihnen? Der SPD-Parteivorstand wird jetzt am Wochenende in einer Klausurtagung die Richtung festlegen für das Bundestagswahljahr 2025. Und die Wahlen sind nicht heute, sie finden nächstes Jahr im September statt. Und ich kann Ihnen versichern, wenn die SPD eins deutlich gemacht hat in den vergangenen Jahren, in den vergangenen Wochen und Monaten, die SPD kann auch Wahlkampf und die SPD wird die Ärmel hochkrempeln, gerade in der Auseinandersetzung mit Friedrich Merz, mit einem Programm von vorgestern, mit den Rechtsextremen um Alice Weidel, deutlich zu sagen, wir wollen dieses Land in die Zukunft führen. Wir wollen dieses Land gestalten. Wir wollen die Herausforderungen für dieses Land annehmen. Und ich glaube, diese Wahlkampfauseinandersetzung, die werden wir nicht scheuen. Und ich kann Ihnen sagen, wir gehen sehr zuversichtlich in dieses Wahljahr. Und gestatten Sie mir das, wir haben ja beide auch schon mal gesprochen, vor kurzem vor der Landtagswahl in Brandenburg. Da war ich ja auch optimistisch, dass wir am Ende vorne liegen werden. Und vielleicht habe ich da auch ein bisschen recht behalten. Na, mal gucken, ob Ihre Orakelfähigkeit sich dann auch für die Bundestagswahl bewahrheiten wird, Herr Wiese. Aber wie stellt sich denn die SPD dann inhaltlich auf, wo wir doch gerade schon dabei sind? Ich meine, Kevin Kühnert ist aus der Partei Linken, Matthias Mirsch auch. Ist das jetzt dem Proporz geschuldet oder woran liegt es? Also was heißt das? Wird die SPD dann einen linkeren Kurs nochmal einschlagen für die Bundestagswahl? Es kommt am Ende darauf an, dass wir als SPD gemeinsam in diesen Wahlkampf gehen. Und es gibt diejenigen an der SPD, die vom linken Parteiflügel kommen, die vom, ich sage es jetzt mal, konservativen, pragmatischen Flügel kommen, wie zum Beispiel Lars Klingbeil und andere. Und im Endeffekt wollen wir gemeinsam diese Wahlen gewinnen. Und wir haben die Wahl 2021 auch nur deshalb gewonnen, weil wir nicht wieder wie früher uns öffentlich gestritten haben oder Flügelkämpfe in der SPD gewesen sind. Das möchte keiner mehr, sondern wir haben gemeinsam für den Erfolg gekämpft. Und das wollen wir jetzt auch tun. Und da, glaube ich, ist die Aufstellung, wie sie jetzt gestern vorgenommen wurde, richtig. Und die Herausforderungen liegen auf dem Tisch. Wir wollen dafür sorgen, dass es eine sichere Rente auch in den nächsten Jahren gibt. Wir wollen dafür sorgen, dass dieser Wirtschafts- und Industriestandort erfolgreich wieder sein kann. Und da haben wir einiges an Aufgaben letztendlich zu meistern, auch aktuell in der Ampelkoalition. Und von daher, wir wollen, dass dieses Land in die Zukunft geführt wird, sozial gerecht gestaltet wird. Und wir wollen nicht sozusagen die alten Politikkonzepte aus der Mottenkiste von Friedrich Merz oder die rechtsextremen Konzepte von Alice Weidel, sondern wir wollen dieses Land sozial gerecht gestalten. Und da wird die SPD gebraucht. Und da freue ich mich ehrlicherweise auf die Wahlkampfauseinandersetzung in 2025. Es ist aber irgendwie offensichtlich, Herr Wiese, dass mal wieder die Niedersachsen jetzt in der SPD das Wort angeben und damit den Ton, die Niedersachsen-Connection, die hatten wir schon unter Gerd Schröder. Jetzt sehen wir also, Matthias Mirsch kommt aus Niedersachsen, Lars Klingbeil kommt aus Niedersachsen, Boris Pistorius kommt aus Niedersachsen, Hubertus Heil. Das sind alles Spitzenpolitiker in der Partei und die sind alle Niedersachsen. Also ist es tatsächlich so ein Bonus, den Sie da mitbringen, um in der SPD überhaupt noch was zu werden? Muss ich aus Niedersachsen kommen? Da sprechen Sie einen Punkt an, aber tatsächlich zeigt er ja auch, dass als die SPD durchaus viel Verantwortung in niedersächsische Hände gelegt hat, und Sie haben den Blick auf die Vergangenheit gerichtet, die SPD sehr erfolgreich war und ja immer den Kanzler gestellt hat. Von daher ist das doch ein gutes Oben, was Sie angesprochen haben für die Wahlkampfauseinandersetzung im nächsten Jahr. Na, Herr Wiese, immerhin, den Punkt nehmen Sie an. Danke Ihnen für das Gespräch. Danke, Herr Wiese. Sehr gerne. Wiedersehen.